Moin, Adventure Blind hier. Moin moin, wir sind mal wieder draußen unterwegs und sind schon ganz gespannt, weil wir sind da, wo wir schon mal waren, da wo wir angefangen haben, das Camp zu bauen. Und mal gucken, was noch davon steht, würde ich sagen. Ne? Ja, heute haben wir noch einen Gast dabei, die Chantal, das ist meine Schwester. Erste Nacht draußen im Wald. Schauen wir mal, was sie morgen sagt. Und agiert heute so ein bisschen als Kamerafrau. Ja, und das macht sie auch bis jetzt, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich denke, das passt soweit. Ja, wir werden dann mal durchstarten. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen Zelt noch aufbauen und Tarp noch spannen und was weiß ich nicht noch alles. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder. Aber weißt du, was das Geilste ist, wenn wir hier draußen sind? Das Ding brauche ich hier nicht. Finde ich total klasse. Das stimmt. Sieht eh keiner, ne? Ich auch nicht. Okay, geht los, würde ich sagen. Bis später. So, für euch noch einmal im Überblick das Camp. Hier vom letzten Mal noch die kleine Mauer. Das Moos ist nicht mehr ganz so frisch. Ja. Zwischen den beiden Bäumen werde ich mir heute eine Hängematte spannen. Mirko wird hier wieder schlafen. Diesmal macht er ein bisschen Glamping mit dem Zelt. Und wo wir unseren Gast hin verfrachten, schauen wir mal. Entweder da noch so mit hin, wo der Hund ist, oder ich vermute eher mal, dass wir hier irgendwo noch was bauen oder die Wand noch mal wegnehmen. Ja, wir nehmen euch ein bisschen mit beim Aufbauen und melden uns dann später wieder. Das ist hier der Platz, wo ich hin sollte, oder was? Ja, da ist da, wo dein Haus wohnt. Oh, das ist mein Sack? Das ist dein Sack. Ah, ein Baum. Jetzt hast du den Baum umgebracht. Ah, werde ich nachher merken. Wann das Ding ist aus da. Ja, das Camp steht. Wir haben alles aufgebaut. Jeder hat seine Unterkunft fertig. Die Chantal hat schon fleißig Holz gesammelt. Der Mirko fängt jetzt an, das Ganze noch ein bisschen kleiner zu machen. Da ist die Chantal. So. Da wird Chantal schlafen. Da Mirko. Und darunter ich. Zeige ich euch gleich nochmal. Wir mussten ein bisschen umbauen, weil ich da mit der Hängematte nicht zwischengepasst habe. Ja, gehen wir mal rein. Mirko hat in der Zeit hier auch ordentlich gebuddelt. Schöne Feuerstelle gemacht. Sieht echt klasse aus. Steht dann auch schon die Pfanne für später. Heute gibt es lecker Burger. Das erste Mal, dass wir das draußen machen. Mal schauen, wie es wird und wie es schmeckt. Ja, also wie gesagt, hier ist Chantal ihre Unterkunft für heute Nacht. Einen kleinen Blick reinschmeißen. Sieht sehr gemütlich, bequem aus. Klein, kuschelig, reicht. So, dann Mirkos Zelt. Mirko hat sich diesmal für ein Zelt entschieden, weil Lennox immer so viel auf Wanderschaft geht. Und diesmal probiert er das aus, wie es im Zelt ist. Dann kann Lennox nämlich hier rechts schlafen, Mirko links und muss sich keine Gedanken machen, dass der Hund immer abhaut. Ja, und meine Wenigkeit schläft dann einmal in der Hängematte. Ja, das war im Groben erstmal das Camp. Und wir holen euch dann später zum Kochen wieder. Wir kümmern uns jetzt erstmal ein bisschen um Feuerholz. Bis später.
Ja, da ist es auch schon spät geworden. Es wird langsam dunkel. Die Feuerstelle brennt. Die Tomaten sind schon geschnitten. Mirko kümmert sich gerade noch um die Zwiebel. Ich wollte auch die Tomaten schnippeln, ich durfte ja nicht. Ja, Ich wäre dann auch schon fertig gewesen. Ja, die Tomaten waren heute meine Sache. Ja. so, da ist das eine, da sind die anderen. Mirko ist übrigens Vegetarier. Deswegen haben wir 2 Pfannen. Er hat da einmal eine Veggie-Frikadelle. Und Chantal und ich essen ganz normal. Ist das hier ganz normal? Ganz normal? Nein, Normal. ihr wisst schon, was ich meine. Ja, den ersten Burger haben wir schon weg. Draußen schmeckt es irgendwie immer noch mal besser. Hat alles super funktioniert. Wir haben uns so eine kleine spontane Platte gebaut. Den Stein übers Feuer. Dachten uns, das muss eigentlich funktionieren. Und es funktioniert auch echt super. Also der Stein, der wird so heiß, man hat echt eine Herdplatte hier draußen. Das ist genial. Da muss ich echt noch mal ein bisschen mehr mit testen, so in Richtung Brotbacken. Oder auch mal direkt irgendwie da drauf was machen, ein Spiegelei. Da kommen einem gleich wieder 1000 Ideen, was man noch so testen kann. Ja, wir werden jetzt noch gemütlich den zweiten Burger essen, den Abend nett ausklingen lassen und wir melden uns dann nochmal kurz bevor wir ins Bett gehen. Ja, Oder schon früher, mal sehen, wir wissen es noch nicht. oder schon früher. Wir schauen mal, ne? Dann erstmal guten. So, die anderen beiden liegen schon in ihrem Bett. Ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen zu schlafen. Liege in meiner Hängematte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ne? Guten Morgen, wir haben ausgeschlafen. Wir haben schon den ersten Kaffee weg und jetzt werden wir noch mal ein bisschen drüber quatschen, so wie die Nacht war. Und ich würde sagen, Chantal fängt mal an. Ja, also meine Nacht war interessant. Es war auf jeden Fall sehr viel los im Wald, was man sehr gut gehört hat. Ansonsten war es gar nicht so kalt, wie ich dachte. War recht angenehm in dem Schlafsack. Ja, vielleicht würde ich beim nächsten Mal die Stelle ein bisschen gerader ziehen, dass man nicht so runterpurzelt. Aber ansonsten war es besser als gedacht. So, mit dem Dach war auch alles gut, kein Wind durch und alles. Nee, es war echt cool, auch dass es so offen ist. Okay. Konnte ich gut rausgucken. War angenehm. Wunderbar. Klingt schön, ne? Klingt gut. Ja, meine Nacht in meinem Zelt war natürlich dementsprechend auch wunderbar. Zelt gewählt aus dem Grunde, weil beim letzten Mal oder eigentlich fast immer Lennox der Meinung ist, er muss nachts auf Wanderschaft gehen. Und dann kann es also durchaus mal passieren, dass er einem das Moskitonetz von der Wand reißt oder den Rucksack, an dem ich ihn festgemacht habe, so 3 Meter durch die Wildnis zieht. Von daher habe ich mich entschlossen, halt diesmal nehme ich Zelt, probiere ich aus. Und wenn ich irgendwas anders machen würde, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht mal andersrum drin schlafen. Einfach mit dem Kopf am Eingang schlafen, weil die Kondenswasserbildung ist schon etwas höher als erwartet. Ja, aber ansonsten war sehr angenehm. Hab gut geschlafen, nachdem ich irgendwann mal eingeschlafen bin. Bist du eigentlich nass geworden in deinem Zelt? Ich habe hab gesehen, da oben ist irgendwie offen, ne? Affen? Offen. Ach so. Was sind wir denn gelandet? Affen gibt's hier keine. Affen? Nicht? Ich habe Nee. welche gehört. Nee.
Nee, das ist so dicht unter dem Baum, schätze ich mal. Der Baum ist so dicht, dass da eigentlich nichts durchkommen kann. Das war eigentlich ganz angenehm. Ich hatte zwar vorher die Haube noch drauf, aber die habe ich dann heute Morgen irgendwann so um 4 oder um 5, als die Eule hier geschrien hat oder was auch immer das für ein Viech war, Zentauren oder was auch immer, habe ich dann die Haube oben abgemacht, um ein bisschen mehr zu lüften. Aber Okay. war eigentlich ganz cool. Ja, heute Morgen habe ich mich gewundert. Ich stehe auf, guck so, ich denke so, oh, ist ja offen da oben. Es hat die Nacht auch ein bisschen geregnet und ja, dachte ich, na, ob er nass geworden ist im Zelt. Aber gut, wenn du sagst, das hat geklappt. Ich war zufrieden. Sehr schön. Der Hund hat geschlafen, ich habe irgendwann geschlafen. Es war angenehm warm, es war angenehm weich. Es war angenehm. Es war angenehm. Ja. Lassen wir es doch dabei, es war angenehm. Hast du eine angenehme Nacht gehabt, Herr? In Es deinem ging Zelt? so, es ging so, es war gerade so angenehm. Okay. Wie war deine Nacht? Wir probieren es jetzt einfach mal, ob das mit dem Mikro funktioniert. Ja, meine Nacht war auch recht angenehm. Angenehm. Angenehm, ja. Angenehm. Nee, die war echt gut. Ich heiße Mirko, angenehm. Hi, Jerome. Hey, angenehm. Was geht? Ja. Nee, ich habe nicht gefroren. Ich glaube, die Hängematte war nicht ganz gerade. Ich bin immer ein bisschen nach unten gerutscht, was mich genervt hat und ein bisschen gestört. Aber so im Ganzen war es doch recht gut. Also das heißt, eigentlich würdest du nur die Position der Hängematte beim nächsten Mal ändern. Ja, man muss irgendwie noch so ein bisschen gucken, dass das alles gerade ist. Augenscheinlich denkt man zwar, es ist gerade, es ist so ähnlich jetzt wie bei Chantal ihrem Setup. Man denkt, oder wenn man schaut, würde ich sagen, es ist gerade. Wenn man liegt, hat man das Gefühl, man kullert so ein bisschen nach vorne. Und ich bin halt immer wieder nach unten gerutscht und bin dann, wenn ich wach geworden bin, habe ich mich mit beiden Armen wieder nach oben gezogen. Das war nicht ganz so ideal. Aber sonst war es eigentlich ganz gut. Und was so ein bisschen störend ist, wenn man sich dann hochzieht, dann ist die Hängematte immer gerade schön so im Schwung und dann geht das immer erstmal. Das dauert eine Weile, bis die sich auspendeln. Dann bist du erstmal wie auf so einem Schiff. Ja. Ah, okay. Also kann man sagen, in meinen Worten, für alle war es eine angenehme Nacht. Ja, keiner Ja. hat gefroren. Tja, in dem Sinne würde ich sagen, wir trinken jetzt noch gemütlichen Kaffee, dann wird es langsam Zeit für Frühstück. Und Jerome wird bestimmt nochmal einen Rundgang machen und nochmal Zelt und alles nochmal zeigen, wie das jetzt heute aussieht, ob sich da was zu gestern geändert hat. Bis später. Bis später. Tschüss. So, nochmal der Rundgang nach der Nacht. Fangen wir wieder bei Chantal an. So sieht das Ganze jetzt aus. Völlig zerbombt. Ja. Chantal hat eine Isomatte vom Lidl gehabt. Eine selbstaufblasene. Und ja, Schlafsack, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Der ist noch irgendwie aus unserer Kindheit. Er erfüllt seinen Zweck, er hält warm. Alles schick, alles schön. Oder was sagst du? War super. Super duper. War angenehm. War angenehm. War richtig angenehm. Richtig angenehm war es. So, dann gucken wir bei Mirko noch mal rein. Da ist noch ein Bier drin. Oh, hi Lennox. Na? Ja, er guckt schon. Lass mich raus, lass mich raus. Lass mich hier raus. Ja, Mirko hat die Isomatte vom letzten Mal. Die andere vom Lidl, die aufblasbare. Was hast du für einen Schlafsack? Das ist eine gute Frage. Auch eine gute Frage. Also auch irgendwie. Lidl, keiner vom Aldi, irgendwo von Amazon, müsste ich mal raussuchen, hat irgendwie um die 28 € gekostet. Aber funktioniert ziemlich gut. Okay. Ja, und meine Wenigkeit hat hier geschlafen. Gehen wir mal ein bisschen näher rein. Ja, ich habe auch die Lidl Isomatte vom letzten Mal. Dann habe ich mir meine Bundeswehrwolldecke drunter gelegt, damit es nicht so kalt ist von unten. Eine Hängematte zieht es immer so schön von unten rein. Und der Schlafsack ist vom Aldi. Auch so eine günstige Variante. Ja,
Hat funktioniert. Oh, die Sonne kommt auch langsam raus. Super. So, da sind wir auch schon wieder am Ende unseres Ausfluges. Wir haben lecker gegessen, gut geschlafen, die Natur genossen und hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir werden uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Ja, und erstmal ordentlich duschen. Sachen auslüften lassen, ein bisschen Materialpflege machen, was das Ganze so mit sich bringt. Nochmal so kurz am Rande, alle Klamotten, die wir hier so erklären und zeigen, die haben wir selber gekauft. Und der eine oder andere denkt vielleicht, oh, die machen immer Werbung für Aldi und Lidl. Das ist nicht der Grund, sondern es ist eher der Grund, halt zu zeigen, dass man auch mit wenig Kohle dann halt einen netten Tag oder vielleicht sogar ein nettes Wochenende draußen verbringen kann, ohne dass man jetzt gleich losgeht und sich für 180 € einen Schlafsack holt. Also das geht auch ohne, würde ich sagen, oder? Das geht auch ohne. Das geht auch ohne. Ja. Wenn euch das interessiert, können wir auch gerne irgendwann noch mal ein separates Video machen und so ein bisschen vorstellen, was wir an Ausrüstung mit uns rumschleppen, was es insgesamt circa gekostet hat, damit man so eine Vorstellung hat. Ja? In dem Sinne. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, macht einen Daumen runter, abonniert, macht und tut, was ihr wollt. Hauptsache, wir kriegen es mit. Und Instagram vorbeischauen, ist ja immer noch aktuell. Auf jeden Fall. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns. Bis bald. Bis bald.